Wir sind Jessie und Roberto und nach einem Jahr Reisen in Europa starten wir nun endlich in die Panamericana. Es ist die 2. Woche in Kanada mit unserem Van. Doch statt das Land weiter zu erkunden, kommt es ganz anders. Wir sitzen hier bereits schon seit 6 Stunden, haben noch nichts gefrühstückt, kein Mittagessen gehabt. Es kann ja immer mal etwas schief laufen. Doch in dieser Woche kommt bei uns wirklich alles zusammen. Sind wir aus der blöden Situation mit Jimmy in eine noch blödere Situation geraten? Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog mit uns. Ja, eigentlich hätten wir jetzt in der Natur sein sollen, besser gesagt in Cape Breton. Aber stattdessen befinden wir uns hier auf einem großen Parkplatz mit einem Problem. Unterwegs hierher habe ich mal unter das Auto geschaut, denn ich wollte mal schauen, wie sich unser Semmering verhält. Und ja, ich habe gesehen, dass der leckt. Und ja, anstatt jetzt in der Natur zu sein, müssen wir irgendwo einen Mechaniker finden, der sich das mal anschaut, denn ich glaube, das sieht nicht gut aus. Ja, man sieht hier auch schon, wie das Öl einfach runterläuft. Also, das sieht überhaupt nicht gut aus. Und bevor wir jetzt irgendwie noch 1000 Kilometer machen, müssen wir das unbedingt in Ordnung bringen. Das Ärgerliche ist ja, dass wir kurz vor der Abreise in Prag schon dieses Problem bemerkt hatten und das Auto beim Mechaniker war, um das eben zu beheben. Es sah auch so aus, als hätte der Mechaniker das behoben, aber ja, was haben wir? 400-500 Kilometer gemacht und ja gut, plus noch die Fahrt nach Hamburg, aber das ist trotzdem viel zu wenig, als dass wir wieder ein Problem damit hätten. Und es scheint sogar noch schlimmer zu sein. Also so viel Öl hat er, glaube ich, letztes Mal nicht verloren. Und ja, jetzt versuchen wir hier in Truro übrigens einen Mechaniker zu finden. Wir haben online was gefunden. Hoffentlich ist der so gut, wie die Bewertungen versprechen. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, in dieser Stadt nicht so viel. Also wir haben von der Stadt vorher noch nie gehört. Aber ja, mal sehen. Ich hoffe, wir verbringen trotzdem nicht allzu viel Zeit hier. Und das Problem lässt sich bald beheben. Mal schauen, ob das was wird hier. Okay, also, das war wohl nix. Er hat, seine Halle ist zu klein für unseren Van. Wir passen einfach nicht rein. Er hat uns aber eine andere Empfehlung gegeben für Haptuna oder so. Haptuna? Stoppschild links und einfach alles den Hügel runter. Das waren die Anweisungen, wir probieren es jetzt da. Er hat gelacht, also weiß nicht, wie wir das interpretieren sollen, aber ja, wir fahren jetzt mal darüber. Auch hier kein Glück. Die sind komplett ausgelastet. Wir müssen da eine Woche warten und auf das haben wir gar keinen Bock. Also suchen wir uns noch einen weiteren Mechaniker. Bis alle Werkstätten zugegangen sind, sind wir jetzt in der Stadt herumgefahren. Truro ist doch erstaunlich groß und bei der 8. Werkstatt wurden wir dann endlich fündig. Also alle sind total ausgebucht. Es ist gerade die Saison für Reifenwechsel und niemand hat wirklich Zeit. Wochenweise sind die ausgebucht und bei der 7. konnten sie uns dann wenigstens einen kurzen Blick drauf werfen. Ja, es ist tatsächlich der Simmering, also das, was wir in Prag schon mal hatten. Und es ist einfach ärgerlich, dass wir nach so kurzer Zeit schon wieder ein Problem damit haben. Ja, aber auf der anderen Seite, es waren alles so freundlich. Und in der 7. Werkstatt haben wir diesen riesen Container von Tim Horton Kaffee bekommen. 5 Liter Kaffee. 5 Liter Kaffee mindestens. Keine Ahnung, wie viel. Ja, also es tröstet ein bisschen drüber hinweg, dass die Leute hier so freundlich sind. Und ja, aber trotzdem, also ja, wir gehen jetzt morgen noch mal vorbei, weil die jetzt alle schon zu haben.
Und morgen fängt der Spaß an. Für $50 heben sie ihn in einer Dodge-Werkstatt auf die Hebebühne, schauen es genau an, nehmen den Reifen weg und dann fängt die Kasse an zu klingen, wenn es darum geht, die Ersatzteile zu bestellen, wie lange auch immer das dann dauert, und natürlich die Reparatur vorzunehmen. Also ich glaube, das wird ein bisschen schmerzhaft, aber es muss sein. Und ja, wir gehen jetzt erstmal Abendessen, was für die Nerven, und die Fortsetzung folgt morgen. Guten Morgen. Ja, wir hatten euch gestern gar nicht erzählt, dass die Garage uns angeboten hat, hier auf ihrem Parkplatz zu übernachten. Haben wir gleich genutzt. Stehen hier bei Dodge und ja, da hinten ist gleich der Serviceempfang. Da fahren wir jetzt hin und ja, mal schauen, wie oder was genau alles kaputt ist und was sie machen können. Daumen drücken. Also wie es aussieht, heißt es wieder warten, aber wohl nicht allzu lange. Also sie brauchen noch etwa 15 Minuten, um die Hebebühne für uns freizukriegen. Und dann kommt Jimmy hoch, sie sehen sich's genau an und dann erst kann man eigentlich auch wirklich sagen, welche Teile gebraucht werden, was bestellt werden muss, vielleicht auch hier ist. Ja, also alles Weitere kann man erst danach sagen. Wir packen jedenfalls schon unsere Laptops zusammen, denn während der Zeit können wir die Zeit wenigstens nutzen. Sie haben hier WLAN. Und ja, alles Weitere zeigt sich dann später. Das ist so ärgerlich. Ich meine, wäre es wenigstens nur der Simmering gewesen, das wäre ja schon schlimm genug, aber war ja eigentlich auch absehbar, dass es ein bisschen komplizierter ist, wenn nach so kurzer Zeit schon wieder so ein Problem auftritt. Aber ja, Sie sehen jetzt nach, ob Sie überhaupt Zugang zu den Teilen haben oder wie lange es dauern würde, sie zu organisieren, denn sobald sie die Achse rausnehmen, können wir erstmal nicht mit dem Van weg. Das heißt, übers Wochenende, das jetzt kommt, könnten wir nicht drin schlafen. Das wäre ja ein bisschen problematisch. Naja, wir gehen jetzt mal vorne in den Wartebereich und sehen, was sie für Infos für uns haben. Wir sitzen hier bereits schon seit 6 Stunden, haben noch nichts gefrühstückt, kein Mittagessen gehabt. Ja, und wir warten einfach. Das Problem ist halt, wir können die Artikelnummer nicht finden. Wir haben jetzt auf Instagram einen Post gemacht. Es sind ganz viele Nachrichten gekommen. Wir hoffen jetzt, dass wir mit diesen Artikelnummern Ihnen weiterhelfen können. Und ja, in der Zwischenzeit arbeiten wir noch ein wenig hier am Laptop und versuchen die Zeit so gut wie möglich rumzubringen. Ja, nicht so wie wir uns das gewünscht hätten. Oh, okay, also ich halte es drin nicht mehr aus. Das ist echt... wir sind jetzt seit 7 Stunden da drin, über 7 Stunden. Und ja, kein Essen, nichts zu trinken. Also sie haben uns immer wieder was angeboten, aber wir sind ja so blöd und fühlen uns... Ja, wir nehmen das ja nicht an. Und ja, also essen müssen wir ja trotzdem, auch wenn sie uns Wasser anbieten. Und drum... Ja, mache ich jetzt einen Spaziergang. 800 Meter von hier ist ein Subway. Also hole ich uns ein paar Sandwiches und ja, mache einen kleinen Spaziergang. Ich war so hungrig, ich konnte nicht mehr warten. Ich
bin jetzt einmal nach hinten gelaufen und ja, Jim ist hier in der Halle und jetzt habe ich gesehen, dass der Reifen bereits wieder montiert wurde. Also entweder haben sie eine Lösung gefunden oder ja, sie machen ihn bereit, damit wir heute bzw. das ganze Wochenende hier auf dem Parkplatz verbringen können. Also ich bin mal gespannt, wie das rauskommt. Wir sind wieder in Jimmy! Yay! Nicht gut. Nein. Jimmy kann fahren, aber nicht weit. Zur nächsten Werkstatt. Genau. Die Jungs haben sich wirklich reingehängt und ihr Bestes gegeben, aber sie konnten den Fehler nicht beheben. Ja, sie konnten den Fehler eingrenzen. Ja. Ich blende kurz ein, was genau kaputt ist oder was sie gesehen haben, was kaputt ist. Denn die Steckachse, die sie vermutet haben, die kaputt sein könnte, konnten sie nicht ausbauen. Ja. Ja, weil halt Spezialwerkzeug fehlt und für das müssen wir zu Mercedes fahren. Genau. Es gibt eine Mercedes in Halifax, aber wir weigern uns, da wieder zurückzufahren. Das verkraften wir mental einfach nicht und darum fahren wir nach Moncton. Und das ist schon in New Brunswick. Damit ändert sich auch unsere Route ein bisschen, denn ja, dann sind wir schon an Cape Breton vorbei. Das lassen wir dann wahrscheinlich aus. Ich glaube, die Diskussion muss hier noch stattfinden, aber ja, es macht nicht wirklich Sinn. Das macht keinen Sinn, dass wir danach nochmals irgendwie 5 oder 6 Stunden zurückfahren. Ja, und dann nochmals 5 oder 6 Stunden nochmals in die gleiche Richtung zurückfahren. Ja. Also, wir fahren zur Mercedes, aber davor müssen wir noch eine wichtige Sache sagen. Ja, also die Jungs hier bei Blakey's haben sich den Arsch aufgerissen den ganzen Tag. Wir sind von heute morgens 8:30 bis jetzt 5:30 hier in der Werkstatt gewesen. Die haben Teile gesucht, die haben mit Mercedes gesprochen, die haben so vieles gemacht. Sind immer gekommen und uns Trinken angeboten und ja, sie haben sich so reingehängt. Wir haben immer wieder nachgefragt, also wir stellen uns da immer sehr nervig vor, aber ja, also und das Beste ist am Schluss. Als wir nach der Rechnung gefragt haben, da wollten sie eine Postkarte aus Argentinien. Ja, die wollten einfach kein Geld von also uns. Also es Wahnsinn, wirklich. Thank you so much. Wir wissen es wirklich zu schätzen. Und ja. Und die Postkarte kommt. Die Postkarte wahrscheinlich kommt. Mehr als nur eine. Ja. Ja. Also fahren wir jetzt zur Mercedes-Werkstatt. Die Jungs meinten auch, das Geld, das wir ihnen nicht zahlen, werden wir dort gut brauchen können. Also machen wir uns auf den Weg, dann kommen wir heute Abend noch an. Guten Morgen. Wir sind gestern Abend noch in Moncton angekommen und ja, jetzt stehen wir bei der Mercedes. Es ist Samstagmorgen, also wissen wir nicht, ob die noch offen haben, richtig. Aber ja, wir hoffen einfach, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Heute früh hat es geschneit, also es ist auch nicht sehr gemütlich hier. Aber ja, jetzt gehen wir mal rein und sehen, was sie uns erzählen. Please press 1 to be directed to our booking center. Please note that you can visit our website and book ways. Mercedes-Benz, Daniel speaking. Hi Daniel, this is Jessica speaking. We were at your shop on Monday. Oh yeah, for the you guys were from Europe, correct? Yes, exactly. We have that issue with the rear axle. And In the afternoon, if you were okay with sticking around until we can squeeze you in, we could do our best. So okay. if you come in at 1, we'll get you in as soon as we can. 1 o'clock, I'll be there. Okay, that's amazing. Thank you so much, Taylor. Endlich mal wieder etwas Positives.
sind ein paar Tage vergangen seit dem letzten Mal und in der Zwischenzeit sind wir aus der blöden Situation mit Jimmy in eine noch blödere Situation geraten. Ihr merkt es vielleicht, wir sind auch nicht in Jimmy, sondern wir haben uns ein Airbnb gemietet. Ja, bis jetzt auf der Reise waren wir noch nie in dieser Situation. Wir hatten immer Glück. Jetzt haben wir den Punkt wohl erreicht und ja, ich erzähle euch gerne mehr dazu, aber ich muss erstmal ein bisschen an die frische Luft. Es tut einfach so gut, in der Natur zu sein, wenn man mal so ein Kopf ein bisschen lüften muss. Und ja, aber ich wollte euch ja noch erzählen, was die letzten Tage so gelaufen ist. Wir sind ja da bei dieser Mercedes-Werkstatt angekommen. Die hatten aber an dem Tag den Service zu, es war Samstag. Und auch die Tage danach hatten sie nicht alle Techniker im Haus. Und auch sie meinten, wir sollen schauen immer wieder, ob spontan was frei wird. Ist aber nichts frei geworden. Da haben wir uns jetzt mittlerweile weiter bewegt. Morgen haben wir einen Termin. Um 1 fahre ich dahin. Aber eben, ich fahre hin ohne Roberto, denn ihm ging es in der Zwischenzeit dann nicht mehr ganz so gut. Ja, wir dachten, das wäre einfach nur eine Erkältung. Wir haben auch regelmäßig Tests gemacht. Hier werden die nämlich gratis in öffentlichen Bibliotheken verteilt zum Mitnehmen und die kamen alle immer negativ raus. Ja, bis zu dem einen Tag, als er dann auch erhöhte Temperatur hatte. Und da kam der Test eben doch positiv raus. Und am nächsten Tag ging es ihm dann wirklich nicht so gut. Also ich habe ihn so noch nie gesehen. Und da haben wir auch gesagt, ja, also jetzt reicht's. Wir nehmen eine Wohnung. Das hatten wir auch am Anfang der Reise vor über einem Jahr gesagt. Wenn es jemandem nicht gut geht, wenn jemand krank ist, dann nehmen wir eine Wohnung, ein Airbnb, egal. Man muss sich einfach richtig erholen können, richtig, man braucht Ruhe und Gesundheit geht einfach vor. Und ja, jetzt haben wir eben dieses Airbnb gebucht. Da sind auch getrennte Zimmer, also Roberto kann sich da in seinen Bereich zurückziehen. Und da haben wir auch nicht so viel Kontakt in dem Sinn. Ja, und meine Tests sind weiterhin negativ. Und in New Brunswick, also in der Provinz, wo wir uns gerade befinden, gibt es auch keine Quarantänepflicht. Also kann ich wenigstens einkaufen gehen mit Maske und ja, ich versuche halt trotzdem möglichst nicht unter Menschen zu gehen. Also ich bin jetzt auch das erste Mal wieder draußen, einfach in der Natur, weil ich es wirklich schon brauche. Aber ja, ich habe auch vorhin gerade noch mal einen Test gemacht und der war wieder negativ. Also ja, und bitte hier jetzt keine Diskussion über Corona starten, was Corona ist oder nicht, welche Maßnahmen angemessen sind oder nicht. Es ist mir gerade wirklich völlig egal. Es ist nicht relevant. Wir erzählen gerade einfach, wie es uns zurzeit geht, wie es bei uns beim Reisen läuft und gerade eben nicht läuft. Und für mich ist relevant, wie es Roberto geht. Und ihm geht es halt eben nicht so gut. Und da ist es egal, wie das genannt wird. Also die Tendenz ist, also es geht bergauf mit ihm. Es geht ihm schon wieder ein bisschen besser. Er ist halt sehr erschöpft, sehr müde. Aber die Tendenz ist positiv. Er wird wieder auf die Beine kommen. Das Blöde ist halt vor allem die Kombination damit,
dass auch unser Van nicht fit ist, denn ja, er bietet uns ja auch die Sicherheit, dass wir uns immer frei bewegen können, doch ein Zuhause haben, so einen Fixpunkt. Und den haben wir jetzt auch nicht so richtig. Ja, und anstatt dass Roberto jetzt so das Technische handeln kann, muss ich in die Werkstatt fahren und da irgendwie vor Ort mit den Jungs schauen, wo der Fehler liegt, was getan werden kann. Und gerade so mechanische Sachen, da fühle ich mich schon wohler, wenn halt Roberto dabei ist, weil er versteht. Also ich verstehe eigentlich nichts davon. Und er versteht eben doch was davon. Und drum, ja. Und jetzt haben wir halt genau 2 Patienten, um die ich mich sehr gerne kümmere. Aber bei Roberto ist es ein bisschen einfacher. Ich weiß, wie man Suppe macht. Ich weiß, welche Medikamente er nehmen kann oder sowas. Aber bei Jimmy ist es ein bisschen schwieriger. Und emotional ist es bei beiden. Also irgendwie, ja. Aber wir sind ja optimistische Menschen. Wir glauben ja dran, dass immer alles gut kommt und so ist es auch jetzt. Also ja, es wird schon. Es wird. Es braucht halt einfach ein bisschen Geduld gerade. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner Runde. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen so erzählen, was gerade so bei uns ansteht, was gerade so läuft. Es ist für uns gerade selber auch schwierig einzuschätzen, wie lange sich das jetzt noch hinzieht, wie sich das weiterentwickelt und so. Und ja, drum werde ich jetzt auch diesen Vlog hier beenden. In der Hoffnung, dass im nächsten Vlog wieder nur Positives zu sehen ist und alle wieder fit und auf den Beinen sind oder auf den Rädern und es dann mit dem Reisen weitergeht. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Es sah nach einer Erkältung aus und das Eichhörnchen hatte auch eine Meinung dazu. Die sind hier so laut. So klein sind die, aber richtig laut.